So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir verlassen jetzt die Vikos-Schlucht und den Stone Forest und fahren in Richtung Ioannina. Genau, da geht's lang. Und wir haben immer wieder so schöne Parkplätze, wo man sich ja hier hocken kann, und scheinbar darf man da auch mit dem Wohnmobil stehen bleiben. Zumindest sagt das meine App gerne. Da ist dann so ein kleines Zelt mit angedeutet. Ja. Und alte Steine überall, gell. Die Straße dampft. Wir fahren durch die Wolken, durch den Nebel. Der Morgentau wird aufgelöst. So, jetzt aber noch mal einen Tag zurück. Warum fahren wir denn nicht durch die Berge? Warum fahren wir runter ins Tal? Warum fahren wir nach Ioannina? Warum fahren wir in diese Metropole? Naja, nachdem die Mimi in der Früh wegen Kreuzschmerzen kaum mehr aus dem Bett rausgekommen ist, war es klar, wir brauchen einen Arzt. Die Wirtsleute hatten einen sehr guten Tipp für uns, eben in Ioannina. So war der Plan klar. Wir versuchen den Arzt zu erreichen. Unter Schmerzen ist die Mimi losgefahren und wir haben versucht, so seicht wie möglich nach Ioannina hineinzukommen. Bestimmt Deutsche, oder? Also die ketten den letzten Roller fest hier. Dann schauen wir links, da stehen ein paar Mopeds, ob wir da hinkommen. Wir haben den Arzt gefunden. Wir hatten Glück. Der Arzt hat uns aus dem Warteraum rausgeholt und nach vorn geholt. Es gab für die Mimi eine kleine Spritze in den Rücken. Zudem den Hinweis, diese Spritze hält etwa 20 Stunden. Wie wir mit dem Hinweis des Arztes umgegangen sind, dass wir 2 bis 3 Tage strikte Ruhe einhalten sollten, sieht man in den nächsten Minuten. Viel Spaß! Steht das dort vom Museum? Tja, gute Frage, gell? Ja. Also das ist in Ioannina und das scheint die Festung zu sein. Genau geschaut haben wir es nicht, aber da steht auch was. Und das ist der See. Also wir sind jetzt raus aus diesem, naja, das ist da schon eine Metropole. Ioannina. Ich werde das nie richtig aussprechen können. Da waren wir jetzt drin und das ist der zugehörige See dazu. Es gibt auch einen Campingplatz, das ist wohl die einzigste Station, wo man da baden könnte, wenn man das machen wollte. Und es gibt dann noch eine Insel. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu sehen, dass es eine Insel ist. Und da
Da kann man auch drum rumwandern irgendwie. Genau. So, jetzt sieht man es nochmal gescheit. Ionina mit der Insel kann man drum rumgehen. Und der See ist riesig, das hätte ich nicht gemeint. Und das ist eine richtig dicke Metropole da. Also, puh. Wir wollten eigentlich andersrum fahren, weil wir eh schon da hinten irgendwo waren. Aber da gibt es keine gescheite Straße, da gibt es bloß einen riesen Tunnel, der da unten durchgeht. Und man kommt gar nicht in die Berge mehr rein. Und deswegen sind wir jetzt nochmal komplett durch die Stadt hinten rum durchgefahren und sind jetzt da die Straße raufgefahren. Ja, da sind wir jetzt. Und Mimi ist auch mit dabei. Scheint ein beliebter Platz zu sein, selbst die Griechen bleiben da stehen, schau. Läuft. Da drüben sieht man jetzt, warum ich nicht durch den Tunnel fahren wollte. Die Gegend ist natürlich viel schöner wie irgendein Tunnel. Geil. Schaut euch das an. Herrlich. Da unten kommt der Tunnel wieder raus, die Autobahn, die wir nicht fahren wollten. Das irritiert, weil da unten der Tunnel ist. Scheinbar fahren wir jetzt runter ins Tal und dann links wieder rauf. Irgendwie so. Ja, wegen mir schon. Das ist, wenn du sagst, das mit dem Geschaukel ist nichts, dann können wir auch die Dicke fahren. Aber wenn wir so dahin tuckern und wenn das funktioniert, ist es okay. Weil das ist jetzt Moped-Wandern, das macht irgendwie voll Spaß. So, ein Obligat haben wir ja noch. Wir müssen ja obligatorisch mindestens einmal so eine Steinbrücke anschauen und das machen wir jetzt. Einmal. Da haben sie schon extra einen schönen Weg gemacht und wir haben so lange gewartet, bis wir eine gesehen haben, von der Straße aus. Seht ihr das da hinten? Da durchs Gemüse durch, seht ihr das? Das ist die Brücke. Also die neue Brücke. Und das da, das ist die alte Brücke. So was haben wir gesucht. Mist. Die letzten 2 Tage war ich immer auf der Suche nach irgendwas zum Baden und jetzt ist es da. Jetzt wo ich eigentlich gar nicht so richtig will. Und wenn so Blätter vom Baum fallen, ist das ein Zeichen für Herbst. Mit Wasser, schön. Und natürlich die Berg wieder. Und weil man so Brücken erst richtig sieht, wenn man nicht auf der Brücke ist, habe ich jetzt die Mimi darauf geschickt und die winkt uns. Cool, schön. Genau sowas wollten wir haben. Und tatsächlich, da unten könnten wir jetzt baden, aber jetzt glaube ich, will ich nicht. Da sind sogar Fische drin. Cool. Jetzt auch wieder eine völlig andere Gegend da irgendwie. So mit diesem Sand da. Interessant, interessant. Eichen, viele Eichen da.
So, so jetzt, wir nehmen jetzt nochmal eine Brücke mit. Das ist jetzt die zweite Brücke. Wir haben schon die Befürchtung, dass wir irgendwann an die Brücken vorbeifahren, ohne dass wir es irgendwie registrieren, weil es soll sehr viele Brücken hier in diesem Nationalpark geben. Genau. War mit der Grund, warum ich daher wollte, weil es dem was zum Sehen gibt. Außer die Berg und uns natürlich. Und da ist wieder Wasser drin. Ja, ist gar nicht so schlecht. So, da auf gehe ich jetzt trotzdem. Ja, da kann man ein bisschen baden, gell? Es soll aber noch ein See kommen. Und auf den habe ich eigentlich spekuliert. Ich hoffe nur, dass das also funktioniert. Gestern haben wir auch mal auf einen See spekuliert, das hat nicht funktioniert. Das war aber noch in Albanien. Over the top. Schön, ja, genau so wollte ich es haben. Mopedwandern in Griechenland. Irgendwo zwischen die Berge, mal eine Brücke, mal eine Kirche, mal ein Cappuccino. Und das war jetzt das zweite Auto, seitdem wir da auf diesem Rundkurs da sind. Da geht ja normalerweise eine Verbindungsstraße durch, unten eine große, und das ist wohl die alte Straße, das zweite Auto. Das sind so 25, 30 Kilometer. Perfekt. Und schaut euch die Aussicht an. Ah, und vor allem, es ist noch richtig schön grün, Bäume und so. Das haben wir in Albanien nicht so viel gehabt. So, schaut mal, was das für ein Baum ist. Da haben wir. So geil. Älter wie der Böhmerwald. Also nur der Baum jetzt. So, das ist die Church of Aios Georgios. Und die Glocke dazu hängt da oben im Baum. Und da ist eine Treppe mitten auf, damit man zu der Glocke kommt. Cool. Echt cool. Genauso wollte ich es haben. Da steht es einmal. Church of Aios Georgios. Ob es richtig ausgesprochen ist, wer weiß. Also falls jeder meint, griechische Wurzeln hat, der kann es mir ja mal sagen, wie es richtig geht. Gut, schauen wir mal. Steht da. Ja, und der Reserveglocke ist auch da. Schau hin. Da liegt sie. So, und das sind noch Eindrücke zu der Kirche zur Glocke. Eine interessante Tür. Wir hätten da jetzt mal 1792 rausgelesen, aber, oder 1793, aber bestimmt. So, und da haben wir noch die Schule gefunden. Kleiner Bollerofen, alte Schulbank und so ein paar Sachen, die übrig geblieben sind. So, und in der Ortschaft gibt es dann auch eine Mühle und einen Wasserfall und eine Steinbrücke und ein schönes Ensemble. Sehr schön, gefällt mir. Doch, gefällt mir richtig gut, genauso wollte ich es haben. Da schau ich, Mensch, herrlich. Oh, herrlich. Das schaut aus, als hätten sie mit Absicht hingebaut. Da kann man, glaube ich, sogar duschen gehen, wenn man will. Ja, das schauen wir uns genau an, glaube ich. Das Wasser schaut auf jeden Fall super aus. Genau so wollte ich es haben. Jetzt wollte ich noch mal schnell den Namen der Ortschaft da mitnehmen.
weil mir die so gut gefallen hat. So, das nächste Bergdorf kommt. Auch wieder, da kann man auch schon wieder einen halben Tag oder so verbringen. Aber jetzt müssen wir schauen, dass wir ein bisschen weiterkommen, damit wir unser Tagesziel ein bisschen erreichen. Wenn man alles so schaut, was schön ist, dann brauchen wir wahrscheinlich 2 Jahre, bis man da durch Epiros durchkommt. Gell? Also wir sind auf ungefähr 1000 Meter Höhe. Es hat so ein bisschen was von Südtirol und da hinten ist ein Teich mit ganz viel Seerosen, mit Sitzecke und sowas. Also auch wieder ein unglaublicher Platz da. Und auf der anderen Seite läuft der Bach runter. Geil, also super, genial, genau so wollte ich es haben. Die Straße halt auch noch schön. Ja, gut. In meiner Gedankenwelt war ja immer die Möglichkeit offen, dass wir irgendwann mal mit dem Zelt übernachten. Wenn man das machen wollen würde, einen besseren Platz wie den, glaube ich, kriegst du nicht. Schau, mit abends Fernsehen kannst du die Vögel zuschauen und da hast du ja hier Bachstelze oder was das ist. Abends kommen bestimmt die Fledermaus. Wahnsinn. Und dann eben dieses satte Grün. Das Wasser glasklar, unglaublich. Sieht so aus, als wäre die nächste Zeit ein bisschen ein schattiges Sträßchen vor uns. Und das können wir natürlich super genießen. Auto von hinten. Wahnsinn. Stausee und Hagebutte. Ja, schön. Saugut. Und wir sind jetzt auf ungefähr, das ist ein Schätzeisen, 1384 Meter. Und das ist die Staumauer. Wir fahren da hinten weiter. Was, wenn jemand sagt, Kanada, oder? Ja, genau. Wenn jemand sagt, das wäre Kanada, dann wird man es ihm fast glauben. Gell? Cool. Da hinten ist bei mir ein Campingplatz eingezeichnet. Ob stimmt, weiß ich nicht. Da kommt jetzt eine ganze Karawane von Autos. Das schaut aus wie eine organisierte Truppe da hinten.
Wir haben Spaß, ja. Ah, die fahren rechts weg. Ja, die fahren rechts runter, das ist gut, weil wir fahren links. Also da wird es jetzt ewig lang an diesem See entlang gehen, aber wir fahren hier rechts. Jawohl, ich bin falsch abgebogen, hier rechts. Ah, den Berg da, Wahnsinn. Und das Wetter. Ja, die Ecke ist schon rattenscharf, hey. Ich glaube, da hinten ringt's. Wo wollen wir hin? Da. Geil, immer wieder geil. Ich weiß, es wiederholt sich, aber es ist immer wieder geil. Steht ein Pferd rum, glaube ich. Das Pferd ist mehr erschrocken wie wir. So, wir sind auf dem Weg nach Metoso. Zumindest habe ich das jetzt mal so gelesen mit griechischen Buchstaben. Und wir hoffen, dass wir schnell da sind wie der Regen. Und dort werden wir uns gerne eine Unterkunft suchen. Es gibt entweder die Autobahn, die sieht man da unten eventuell, oder eben diese Straße E92, meine ich. Und die muss mal scheiß wichtig gewesen sein. Solange die Autobahn nicht da war, war das die einzige Verbindung da durch dieses Tal. Und man sieht das schon noch, dass die wichtig war und ist. Aber durch die Autobahn ist so gut wie kein Verkehr. Na ja gut, für uns perfekt. Ja? Super. Also, auf der Straße ist bis jetzt ein Auto gekommen. Und ich glaube, wir fahren jetzt seit 25, 30 Kilometer da. Man sieht, dass die Straße nicht mehr voll gepflegt wird, aber man sieht auch, dass es nochmal richtig wichtig war. Geil. Und da hinten ist irgendwo die Autobahn. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir die sehen. Ein Münchner. Ich glaube, das zweite Auto ein Münchner. Ja, gut. So schaut so ein brutaler Verkehrschaos da irgendwie aus. Ein Feldweg, eine Autobahn, ein Zubringer, eine Landstraße, was weiß ich nicht alles. Und ich glaube, da hinten ist die Stadt, wo wir hinwollen. Und mit dem Wetter könnte man Glück haben. Schauen wir mal. Wünscht uns mal ein bisschen Glück. Können wir brauchen. Da haben wir einen Panzer. Also, Mimi hat wieder ein Zimmer ausgesucht, wieder mit Kamin, Balkon und super, geil, schön. Pool. Mit Pool, mit Mit Pool. Jacuzzi, mit Ja. Sauna, mit alles. Und mit Frühstück. Genau. 71,50 zahlen wir jetzt für die Nacht. 2 Nächte haben wir jetzt gebucht. Und mit Frühstück. Ob das Frühstück gut oder schlecht ist, wissen wir noch nicht. Schau dir das an, ist das geil. Jetzt schauen wir uns das mal an hier. Es gibt zum Frühstück sicherlich Eier und Wasser. Das kann man schon mal sicher sagen. Und ja, es sind so ein bisschen eine Höhenlage da. Das heißt, es ist Cool. auch nicht so heiß. Da kann man bestimmt einmal nachdenken.
Und noch was habe ich gesehen, was es gibt. Wein. Und wenn es da hinten einen Zwetschgenbaum gibt oder sowas. Eine Pferdewurst gibt es auch, hat es gesagt. Gut, alles klar. Dann schauen wir mal, dass wir unser Zeug noch ein bisschen reinbringen. So, nachdem wir jetzt 5 Minuten Pause gemacht haben, gehen wir jetzt da rein. Und irgendeins von denen ist unser Zimmer. Frag mich bloß nicht welches, aber ich glaube oben da, wo das, ja, das da in der Mitte kann es sein. Das kann unseres sein. Gut. Ein Mordstrom Kessel. Ich weiß bloß nicht, ob noch andere Gäste auch da sind, weiß ich nicht. So, und der Bergwasser ist offenbar. Also, soweit ich das beurteilen kann, haben wir das Zentrum von Metsovo gefunden. Und die Ortschaft ist deutlich angenehmer, wie ich das jetzt am Anfang erwartet hätte. Erstens, es ist in die Berg und nicht unten. Ich habe gemeint, das ist unten. Man hat einen schönen mittelalterlichen Kern mit unglaublichen Bäumen. Natürlich auch mit schöner Aussicht. Und es gibt viele gute Tavernen, so wie es aussieht. Ich habe schon gemeint, wir müssen da verhungern, aber nein, so ist es nicht. Es gibt alles, was das Herz so begehrt, denke ich einmal. Die Taube ist beim Trinken. So, jetzt schauen wir in die Kirche rein.